Für mich bedeutet eine nachhaltige Kanzlei, dass die Kanzlei ökologische, ökonomische und ethische Verantwortung übernimmt. Das heißt sowohl im Innenverhältnis zu den Mitarbeitern, aber auch im Außenverhältnis zu ihren diversen Mandanten. Wir sind jetzt kein produzierendes Gewerbe, von daher sind unsere Rohstoffe letztlich vor allem Reisen, natürlich Papier und Elektrizität. Das sind alles 3 Dinge, die man als Kanzlei auch in den Fokus nehmen sollte. Gerade die Beraterbranche war ja immer sehr reiseintensiv und ich glaube, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem man möglichst überflüssige Reisen verhindert und stattdessen verstärkt Videotelefonie, Videokonferenzen macht. Und gerade bei weiteren Anreisen, gerade auch für beide Parteien, für einen 10-Minuten-Termin, um dann zu sagen, dass man sich ja wohl noch mal treffen müsse, um dann die Beweisaufnahme durchzuführen, da sehe ich eigentlich nicht, warum man das nicht eigentlich stets, vielleicht sogar als Regel im Wege der Videokonferenz machen sollte. Also Nachhaltigkeit ist für mich auch sozusagen die sozialen Kompetenzen eines jeden Mitarbeiters fördern und auch einsetzen innerhalb des Teams. So funktioniert für mich auch Team. Personalführung kann auch nachhaltig sein. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Was zeige ich denen für Perspektiven auf? Bin ich eher darum bemüht, meine Mitarbeiter lange zu halten? Im nachhaltigen Sinne dann für mich? Oder hat man irgendwie eine hohe Fluktuation? Wechseln die Leute schnell? Diversity, Teilzeitmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten, Rücksichtnahme auf individuelle Planung, auf Familienplanung. Das sind alles Dinge, glaube ich, die zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass sich eine Kanzlei auch klar positioniert, dass sie nicht einschränkungslos alle Mandate annimmt und sich schon hinterfragt, für welche Werte stehe ich und was möchte ich in Zukunft erreichen. Dass vielleicht auch dieser rein monetäre Gedanke nicht immer im Vordergrund steht, sondern dass man sich auch fragt, macht es Sinn, hier aktiv sich zu legitimieren und für den Mandant aufzutreten, wenn man genau weiß, dass damit ethische Probleme verbunden sein können. Jede Entscheidung, die ich treffe ich auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Also jede Fahrt, die ich auf mich nehme, jeder Gang zum Supermarkt ist davon geprägt, wie nachhaltig ist das jetzt, was ich tue. Am liebsten würde ich in einer Kanzlei arbeiten wollen, für die Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielt. Eine Kanzlei, die eben reflektiert, auch was ihre Tätigkeit für Auswirkungen hat, auch über das einzelne Mandat hinaus. Ich glaube schon, dass das eben in Zukunft für Unternehmen, aber auch für Kanzleien immer wichtiger wird, dass man eine Antwort auf die Frage hat, wofür stehen wir eigentlich? Dass es eben nicht nur Fassade ist, sondern dass es auch nach innen gelebt wird. Denn ansonsten, glaube ich, gehen den Kanzleien die jungen Talente jedenfalls verloren.